Wer schon einmal einen Rollkoffer hatte, möchte bestimmt keine Umhängetasche mehr haben. Oder vielleicht doch? Moin! Heute stellen wir euch mal die Art von Taschen vor, die gerade im taktischen Bereich relativ wenig Aufmerksamkeit finden. Und zwar den Rollkoffer. Dafür haben wir euch Modelle vom Bereich 45 Liter bis 95 Liter herausgesucht. Und zwar sind wir ganz bewusst unter den 100 Litern geblieben, um diese zum Beispiel auch als Reisekoffer testen zu können. Und vor allem bei den über 100 Litern Rollkoffern handelt es sich meistens wirklich nochmal um eine ganz andere Art von Taschen. Die werden wir nochmal in einem gesonderten Video testen. Und natürlich werden wir mit Ihnen auch gleich nochmal rausgehen, um sie auch bei etwas unwegsameren Gelände zu testen. Denn gerade das Hauptkriterium, die Rollen, wollen wir uns natürlich genauer anschauen. Starten wir aber vorher wie immer mit ein paar technischen Daten. Beginnen wir mit dem kleinsten Modell, und zwar dem Gladius von Berghaus. Das ist der einzige, der noch eine Besonderheit hat, denn dieser kann auch noch als Tragetasche genutzt werden. Dafür gibt es extra diesen gepolsterten Schultergurt, der mit 2 Karabinern am Rollkoffer selbst befestigt werden kann. Da diese Rollkoffer natürlich alle entweder aus dem Outdoor- oder dem taktischen Bereich kommen, erwarten wir sicherlich ein bisschen mehr als von einer normalen Reisetasche. Da haben wir zum einen zum Beispiel schon etwas, das ist ein Kompressionsriemen, um dem Koffer dem Volumen anzugleichen. Zusätzlich hat der Berghaus Gladius noch Trageriemen an der langen und der oberen Seite, und auf der anderen Seite befindet sich nochmal ein großes Netzeinschubfach, um beispielsweise auch noch eine Flasche unterzubekommen. Auch hier sieht man gleich wieder seine Herkunft im Design dieser partiell angebrachten Molleschlaufen, um zum Beispiel eben noch weitere Dinge anschlaufen zu können. Auf der Front befindet sich noch ein weiteres sehr tiefes Einschubfach und ein zusätzliches aufklappbares Fach mit einer ganzen Menge von Unterteilungen. Auch hier ist ersichtlich, dass es sich nicht einfach nur um einen Reisekoffer handelt, sondern dieser auch noch für allerlei andere Einsätze genutzt werden kann. Hier sieht man, dass man schon eine Menge an Equipment organisieren kann, sei es im administrativen Bereich oder auch für spezielle Einsätze, je nach Bedarf individuell alles anpassbar ist. Auch kommt hier bei dem Berghaus Gladius wieder die typische Zughilfe zum Tragen, um den ganzen Rollkoffer leicht bedienen oder eben auch mit Handschuhen bedienen zu können. Sowohl das große Frontfach als auch das Hauptfach können zusätzlich mit einem Schloss oder auch Kabelbinder gesichert werden. Bevor wir jetzt zum Hauptfach kommen, möchte ich nur noch schnell darauf hinweisen, dass auch auf dem Rückenpanel noch eine größere Biketasche angebracht ist und hier nochmal ein Klarsichtfeld für eine Visitenkarte etc. zur Verfügung steht. Das große Hauptfach ist hier dann eher klassisch gehalten. Es hat zwar noch einige Netzfächer, aber ansonsten das, was man so kennt, nochmal Kompressionsriemen, um zum Beispiel Wäsche und Bekleidung ordentlich unterbringen zu können, dass die nachher nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Mit seinen 45 Litern und ungefähr 3,9 Kilogramm Eigengewicht geht er auch noch als klassischer Reisetrolley durch. Bei seinen Maßen von 56 x 37 x 25 cm dürfte er aber bei den meisten Handgepäckstücken herausfallen. Allerdings kann es auch gut sein, dass viele Fluggesellschaften euch trotzdem damit als Handgepäck durchgehen lassen werden. Das müsstet ihr dann testen, ist auf jeden Fall von der Größe schon ein gewagtes Spiel. Kommen wir zum nächsten im Bunde, der hat jetzt schon 80 Liter und dabei handelt es sich um den Mission Wheelie wie Rollen von Miss Euro Ranch. Hierbei handelt es sich jetzt nun wirklich mehr um ein Reisetrolley, sieht man auch schon ganz klar von der Größe und auch von der Aufmachung. Beginnen mit dem unteren Seitenteil, welches übergeht in den Rückenbereich. Das ist alles Hardcase, also nicht mehr als Tasche geeignet, sondern wirklich als Trolley. Und obenauf mit seinem 1000D robusten Cordura ausgestattet, bietet er auf jeden Fall genug Schutz für die innenliegende Bekleidung und Ausrüstung. Mit seinen 80 Litern Volumen und einem Eigengewicht von ca. 4,3 Kilogramm
ist das hier ganz klar ein Reisetrolley, vor allem bei der Größe von 67 x 40 x 41 cm, völlig außerhalb des Handgepäcks. Der Boden ist auch nochmal verstärkt und hier der Rahmen zusätzlich. Gleichfalls gibt es hier nochmal eine Stopper- und Stützhilfe, dass der Trolley dann auch im freien Gelände ordentlich steht. Anders als der Gladius von Berghaus sehen wir hier gleich eine ganz klar typische Aufteilung für einen Reisetrolley. Wir haben also vorne klassisches tiefes Einschubfach. Wir haben hier unten ein Schuh- bzw. Stiefelfach, was dann eben schmutzige Stiefel separiert von der Wäsche. Wir haben ein großes Hauptfach, ich möchte hier aber auch gleich noch zeigen. Zusätzlich ist dieses Deckelfach so aufgebaut, dass es später die schmutzige Wäsche aufnehmen kann. Also die fehlende Bekleidung im Hauptfach wird dann durch den nach unten sich drückenden Beutel ersetzt, wo die Schmutzwäsche hineinkommt. Ansonsten befinden sich hier ganz klassisch nochmal zwei Netzunterteilungen. Hier haben wir bei der Halterung für die Bekleidung, mit der sie eben dann komprimiert und gesichert werden kann, nochmal zusätzlich zwei Netztaschen aufliegen, die wiederum weitere Dinge wie Hygieneartikel etc. fassen können. Hier haben wir gummierte Rollen mit Grip, die laut Mystery Ranch auch Offroad-tauglich sein sollen. Das Besondere ist, dass sie auch ausgewechselt werden können. Der Mission Wheeler besitzt auch wieder Zughilfen, die in Form von angebrachten festen Bändern daherkommen. Gerade um diesen Rollkoffer besser vom Gepäckband zum Beispiel greifen zu können, sitzt ihr an den Seiten überall solche Riemen und hier unten bei der Stütze habt ihr praktisch auch nochmal einen Griff. Egal wie er also kommt, ihr könnt ihn von jeder Seite aus greifen. Und das Ganze macht den Wheeler von Mystery Ranch wirklich zu einer Art Reisetrolley oder Reisekoffer. Er kann sicherlich auch dienlich sein für den einen oder anderen Einsatz, aber hat natürlich viel beschränktere Individualisierungsmöglichkeiten als beispielsweise der Gladius. Und nun kommen wir zum letzten Rolli, den wir gewählt haben. Und zwar ist das der Ebele Stock Atlas Duffel, also eigentlich die Tasche. Wenn ich die jetzt hier oben drauf packe, verschwinde ich wahrscheinlich ganz aus dem Bild. Kommen wir hier mal gleich zu den Maßen. Mit seinen 75 x 40 x 40 cm ragt er natürlich ganz klar aus der Handgepäckreihe heraus. Mit seinen 95 Litern Volumen ist es ein so großer Rollkoffer oder eine so große Rolltasche, dass hier wirklich alles Platz findet, selbst wenn ihr einen größeren Urlaub macht. Aber mit seinen 5,5 Kilogramm Eigengewicht ist er sicherlich auch kein leichter Kandidat. Daher, um es vorwegzunehmen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr diesen hier als einen Rollkoffer zum Fliegen nutzen werdet. Wahrscheinlich eher dann für Bahnstrecken, Autofahrten oder wirklich als Einsatztasche wäre er da angebracht. Und hier sehen wir auch den komplett anderen Aufbau dieser Tasche bzw. Rolltasche oder Rollkoffer. Wir haben nicht die typische Front, sondern wir haben an den Seiten gleich schon mal 3 einzelne Taschen und das jeweils auf beiden Seiten, also 6 Taschen. Wir haben hier 2 Reihen Molle, um nochmal Taschen oder Equipment aufschlaufen zu können. Sogar einen Klett, um zum Beispiel euer Rangerzeichen etc. aufkletten zu können, also Namensschild, Rangerzeichen und so weiter. Wir haben oben eine sehr große Klarsichthülle. Hier kann also mehr untergebracht werden als einfach nur eine Visitenkarte. Wir haben ganz klar große und sehr stark erweiterbare Kompressionsriemen, die das Ganze an die gewünschte Größe anpassen und dazu dann ein enorm großes Hauptfach. Und dazu ein enorm großes Hauptfach, natürlich wieder mit Reißverschlüssen plus Zughilfen, unabdingbar dafür. Und auch der Innenraum lässt hier gar keinen Zweifel mehr offen, dass die ganze Tasche aus dem taktischen Bereich kommt, beziehungsweise für Einsätze von Profis ist. Dafür gibt es hier zum Beispiel klettbare Trennwände, um seine Ausrüstung gut zu separieren. Wir haben an den Seiten Klett- und Molle-Bänder, um auch hier nochmal weitere Ausrüstung aufkletten oder aufschlaufen zu können. Und zusätzlich besitzt dieser ganze Rollkoffer nochmal ein darunterliegendes Hauptfach,
in dem entweder auch nochmal Wäsche untergebracht werden kann oder zusätzliche Ausrüstung bzw. eure Waffe etc. auch Platz finden. All diese Features, auch vor allem die Tatsache, dass wir keine seitlichen kleinen Griffe noch haben, um das Ding von irgendeinem Band zu befördern oder so mit uns rumzuschleppen, deutet schon darauf hin, wofür dieser Rollkoffer gemacht ist. Um viel und schwerere Ausrüstung zu transportieren, garantiert kein Flugreisegepäck, es sei denn, ihr seid im Einsatz und werdet dann behördlich geflogen, sondern wirklich viel Ausrüstung, schwere Ausrüstung mit sich zu nehmen und dann auch komfortabel transportiert zu werden, daher eben die Rollen. Auch hier haben wir gummierte Offroad-Rollen, die sehr stabil sind, auch abmontiert werden können. Wir haben eine stabile Unterseite und einen stabilen Rücken, aber hier sieht man nochmal ganz klar den Unterschied. Die Tasche ist dafür gemacht, um wirklich auf dem Rücken zu liegen und nicht zu stehen. Also sie soll nicht als Fluggepäck irgendwo in der Halle frei stehen können, sondern sie soll runtergelassen werden können und robust genug sein, dass hier nichts zu Schaden kommt. Genug geschnackt. Jetzt wollen wir die Trolleys auch einem Härtetest unterziehen. Und dafür haben wir extra zwei 15 Liter Kanister hier, also 30 Kilo insgesamt. Damit werden wir die Trolleys gleich beladen, um wenigstens 30 Kilogramm Gewicht mitzuführen. Damit denke ich mal, gerade in Fluggepäck und Reisegepäck sind wir auf jeden Fall über dem, was ihr eurem Trolley im Normalfall zumuten werdet. Und 30 Kilo ist auch ungefähr das Starrgepäck, was man oft mit hat, wenn man auf den Marsch geht oder sowas. Natürlich könnte der Große auch noch mehr aufnehmen. Wir möchten aber natürlich hier ein gleiches Verhältnis, um die gleichwertig miteinander vergleichen zu können. Fangen wir jetzt mit dem kleinsten im Bunde an. Huch! Okay, da sehen wir schon mal, der Plan mit unseren Wasserkanistern wird nicht aufgehen. Deshalb haben wir jetzt umgeswitcht, nochmal fix den 20 Liter Faltkanister genommen. Das wird jetzt vom Gewicht natürlich nicht ganz passig sein mit den anderen, sollte zum Testen aber genügen. Also rollt sich sehr leicht. Das Gummi ist aber ein echt hartes Gummi. Ist jetzt nicht so, als würde man Plastikrollen haben, aber es ist auch kein Weichgummi, kann man also klar sagen, fühlt sich nicht an wie eine Bereifung. Stehen tut er so auch. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass der nachher richtig steht, wenn wir jetzt nur Bekleidung drin haben. Wobei dann wird er auch leichter sein. Er hat ja den verstärkten Boden. Also ich sage jetzt erstmal, stehen tut er auch. So, das war jetzt hier gepflastert, das Gelände. Also auch nicht total plan. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wie er sich bei leichten Hindernissen schlägt. Wir haben hier hinten eine alte Rampe noch von einem alten Tor mit einer Schräge und einer kleinen Stufe. Und da gucken wir uns jetzt an, wie sich die Rollen da machen. Das war im Prinzip auch alles einwandfrei möglich. Die Rollen scheinen auch stabil zu sein. Hier ist das allerdings jetzt kein Offroad-Trolley, die anderen beiden schon. Wir werden mal noch mal ein kleines Stück ins Gelände gehen. Also lässt sich selbst über diesen kleinen Trampler noch ganz gut ziehen. Rollen scheinen auch stabil zu sein. Drehen auch alle noch. Also selbst das kleine bisschen Offroad-Strecke hat er doch ganz gut gemeistert, auch wenn er eigentlich nicht dafür da ist. Befüllen wir jetzt den Mission Wheeler. Passen die so rein? Auch. Na, das ist doch wunderbar. Also ihr seht schon, Volumen ist ganz ordentlich. So, den versetzt drauf, dass sie übereinander stehen. 30 Kilo im Gepäck. Ja, also volumentechnisch einwandfrei. Und dann schauen wir uns mal hier die Rollen an. Also Rollen tut er sich schon mal sehr gut, auch sehr leicht
auch hier über dieses etwas holprige, gepflasterte Stück. Und stehen wunderbar, ihr habt gesehen, ich bin einfach ein Stück gegangen, habe ihn losgelassen, er bremst ab, steht wie eine 1. Also da ist nichts dran auszusetzen. Okay, jetzt erstmal den ersten Härtetest, also mal nicht einfach einen gepflasterten Weg, sondern wie macht er sich hier? Also rollt sich wirklich top leicht. Diese gummierten Rollen sind schon gut. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Rollen. Also bisher kein Spiel. Laufen noch ganz normal. Und natürlich sind die für sowas nicht gemacht, aber er hat das ganz gut ausgehalten und mitgemacht. Also beim Mission Ready haben die ja genauso wie sie stehen sollten reingepasst. Schauen wir mal, ob das hier auch der Fall ist vom Volumen her. Da wird das schon ganz schön knapp. Würde aber trotzdem noch zugehen. Also packen wir es auch richtig rum rein. So, auch das Schwergewicht unter den ganzen Rollis nimmt die beiden Kanister auf. Wir sehen aber schon, was ich sagte, er ist nicht zum Hinstellen gedacht, sondern zum Legen. Jetzt schauen wir uns mal die Rollen an. Rollt sich auch sehr leicht. Vielleicht sogar ein bisschen leichter noch als der Mission Wheeler von Misty Ranch, aber wenn, dann nur eine Nuance. Problem hier ist natürlich jetzt, halte ich an, jetzt haben wir natürlich gerade die Kanister drin stehen, die selber den Rolli stabilisieren. Aber wenn ich jetzt nur Wäsche und Ausrüstung drin hätte, kann es natürlich sein, dass der nach vorne überkippt. Ich kann ihn also nicht einfach so stehen lassen. Das hat mir aber gesagt, dieser Rolli ist zum Hinlegen da. Kommen wir zum Test an unserer Lagerrampe, der hinteren, und danach zum Offroad-Test. Auch das stellt für den Rolli überhaupt kein Problem dar. Die Räder sind groß genug und gummiert, um solche kleinen Hürden mitzunehmen. Gerade hier ist es wichtig, dass dieser Rolli auch wirklich in unebenem Gelände noch funktioniert, denn ich oder wir sehen ihn natürlich viel mehr als ein Ausrüstungsrolli als ein Reiserolli an, und da kann es durchaus vorkommen, dass ihr eben einfach keinerlei Planwege oder sowas habt. Also auch hier gucken wir uns jetzt die Rollen an. Auch keinerlei Spiel, drehen auch noch ganz normal, und obwohl die Rollen relativ gleich sind von der Größe und von dem Volumen her, hatte ich das Gefühl, dass diese sich noch ein bisschen leichter, vor allem auch dann merklich im Offroad-Gelände bewegen ließen. Aber minimal, würde ich sagen. Kommen wir nun zum Fazit. Was mir auf der einen Seite irgendwie ein bisschen schwer fällt, weil wir doch hier sehr ungleiche Trolleys haben. Auf der anderen Seite wieder sehr leicht, weil jeder Trolley für seinen eigenen Einsatzzweck wirklich ganz gut steht und diesen erfüllt. Und bevor wir es vergessen, wir haben da noch kein Wort drüber verloren, die Griffe von allen sind relativ ähnlich. Sie fassen sich alle gut an, sind untenrum ein wenig gepolstert mit Gummi, lassen sich logischerweise einschieben und sind von auch sehr stabilem Material. Kommen wir zum Gladius mit seinen 45 Litern. Für kurze Reisen sehr geeignet, kleine Einsätze sicherlich auch, unheimlich gut, individualisierbar, administrativ organisierbar und erfüllt da absolut seinen Zweck. Die Rollen sind gut, nicht unbedingt für den Offroad-Bereich geeignet, funktionieren da aber auch gerade noch so, und ansonsten könnte er eventuell sogar noch als Handgepäck durchgehen. Verlasst euch darauf nicht, er ragt da so 2 cm drüber, versuchen kann man es aber allemal. Der Wheeler von Misty Ranch bzw. Mission Wheeler ist wirklich das, was einem Reisetrolley am nächsten kommt. Er hat echt sehr gute Rollen, er ist auch noch Offroad geeignet, er hat ein sehr großes, voluminöses Hauptfach, Unterteilung für Stiefel und eben Dreckwäschebeutel, also alles das, was man für eine wirkliche Reise benötigt. Und der Atlas von Eberle Stock
ganz anders ausgelegt, ist sicherlich nicht einfach so zum Reisen da, sondern das ist wirklich ein Einsatztrolley mit einem zusätzlichen Unterbodenfach, um nochmal mehr Stauraum zu haben, mit Seitentaschen, mit Molle, mit Klettmolle innen drin, mit Trennfächern, also wirklich eigentlich für einen Einsatz gedacht. Dafür ist er super geeignet. Er funktioniert Offroad, die Rollen sind top, alles in Ordnung. Wer also so etwas braucht, kann hier nichts falsch machen. Und das ist auch das, was für mich heute das Fazit echt ein bisschen schwer macht. Ich finde, sie alle drei passen genau für das, was sie eben tun. Ich finde, man kann sie aber auch schwer miteinander vergleichen, weil sie wirklich für ganz unterschiedliche Bereiche geeignet sind. Aber das wollten wir eigentlich auch mal uns angucken. Es gibt also wirklich Trolleys, die sehr unterschiedlich sein können zu den gewohnten Reisetrolleys oder Geschäftstrolleys, wie man sie bisher so kennt. Ja, das waren mal 3 Trolleys kurz vorgestellt. Natürlich gibt es noch einige mehr, aber alle jetzt hier vorzustellen, das würde dann den Rahmen des Videos sprengen. Sollte euch natürlich noch einer besonders am Herzen liegen, schreibt es in die Kommentare, dann stellen wir den auch eventuell nochmal einzeln vor, so wie wir uns auch nochmal die Trolleys anschauen, die über 100 Liter Volumen aufnehmen können. Und damit sage ich Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.